Allen ein herzliches Willkommen an diesem Sonntagabend. Schön, dass manche Gäste auch gekommen sind aus den Orten drumherum, Lammersbach und Oberrosbach und Bad Lasve und wo ihr herkommt. Herzlich willkommen und auch die Manderbacher Geschwister. Wir freuen uns sehr, heute Abend begrüßen zu können den Joel Hernandez, der auch Referent war bei unserem Kongress in Wetzlar an diesem Wochenende, Gesunde Gemeindekongress, ein Treffen von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir nachgedacht haben über gesunde Seele, gesunde Lehre und gesunde Gemeinden und sehr viele wertvolle Impulse bekommen haben. Haben uns sehr gefreut über den Dienst von Joel. Ich werde ihn gleich noch ein klein bisschen vorstellen. Lasst uns einfach beginnen mit einem Lied. Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier. Ist auch an der Leinwand zu sehen. Daniel, kannst du uns begleiten? Das ist total nett. Ja, vielen Dank. Wollen aufstehen und miteinander beten. Dass wir das so singen dürfen, in deinem Namen uns hier zu treffen, das ist ein großes Vorrecht, weil dadurch deutlich wird, dass es nicht um uns geht. Es geht um dich, Herr Jesus. Vielen Dank der Mission, der du auf diese Erde gekommen bist, mit dieser Liebesmission, die du zum Ziel geführt hast und die nun in der ganzen Welt bekannt gemacht wird durch die Missions- und Kirchengeschichte hindurch bis zum heutigen Tag. Vielen Dank, dass auch wir da irgendwie einen ganz kleinen Anteil dran haben dürfen. Vielen Dank, dass Joel Hernandez auch einen Dienst hat, der damit zu tun hat, dein Evangelium in dieser Welt bekannt zu machen. Und so wollen wir diesen Abend dir anbefehlen. Dich bitten, dass du ihn segnest, dass wir lernen können von den Erfahrungen, die Joel mit dir hat machen dürfen, auch in den Brüdergemeinden weltweit und uns heute mit diesem Thema dienen möchte. Segne du ihn bitte.
Amen. Ja, ihr könnt ja schon mal kurz nach vorne kommen. Please come up here. Joel Hernandez und übersetzen wird ihn Netti Wege hier aus unserer Gemeinde. Ganz herzlichen Dank. Kommt noch ein bisschen näher ran, dann seid ihr auch noch besser im Videobild. Die Videozuschauer, die grüßen wir natürlich auch alle ganz herzlich. Und Joel ist ein Mexikaner aus den USA. Er lebt mit seiner Frau in South Carolina und ist in Brüderorganisationen tätig, wo es um Mission geht. CMML nennt sich das, und in einer Literaturstiftung, OPAL nennt sich das. Und wir kennen uns von einer internationalen Konferenz, einem Netzwerk, das nennt sich IBCM. Das ist ein Netzwerk, was in den vergangenen 20, 30 Jahren aufgebaut worden ist, und werde zum Schluss noch einen Satz mehr dazu sagen. Da ist er auch in der Leitung mit tätig und daher auch viel international unterwegs. Und um ihn ein klein bisschen kennenzulernen, einfach mal die Frage zu Beginn an ihn, Joel, in wie vielen verschiedenen Ländern bist du weltweit unterwegs gewesen und hast Brüdergemeinden kennengelernt? Yeah, well, I've not counted the number of places that I've visited. Ich habe die Orte nicht gezählt, an denen ich war. But I would say maybe 25 or 30. Ich würde sagen 25 oder 30. I have yet to visit Africa, so that's the continent that I have not been on so far. Afrika muss ich noch besuchen, das steht auf der Liste, auf diesem Kontinent war ich noch nicht. Ja, ich bin überzeugt, das wird nicht mehr lange dauern. I'm convinced that it won't take long. Ja, wir sind hier eine Brüdergemeinde, die es schon lange gibt in Manderbach. Also für die Insider, wir haben dieses Jahr, hätten wir 170-jährigen Geburtstag feiern können. Was ist eigentlich typisch für Brüdergemeinden? Wir haben so unsere Eindrücke hier von Deutschland. Mal eine Frage an den Joel, der so viele Länder bereist hat. Wenn du an die vielen Länder denkst, die du bereist hast, was ist typisch für Brüdergemeinden? Ein Ding positiv und ein Ding negativ. Oh. Well, there's many positives of brethren assemblies. Believe it or not, there's many similarities among the brethren all over the world. Also es gibt sehr viel Positives über die Brüdergemeinden, und ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zwischen den Brüdergemeinden weltweit. And something that I see in places that were planted by missionaries. Und Dinge, die ich sehe an Orten, die von Missionaren gegründet wurden. That the churches took on the personality of the founder. Also diese Gemeinden haben so die Persönlichkeit, den Charakter des Gründers angenommen. So if the founder was a very heavy evangelist, the church is evangelist. Also wenn der Gründer wirklich Herzblut-Evangelist war, dann ist die Gemeinde eben auch so. So I would say that's a very good thing. Yeah. Das ist was Gutes. The negative thing, oof. How could I say anything bad about the assemblies? Das Negative, wie könnte ich was Negatives, was Schlechtes über die Brüdergemeinden sagen? Well, I think in the beginning the assemblies were a very avant-garde kind of movement. Also ich würde sagen, am Anfang waren die Versammlungen mehr so Avantgarde, so eine Vorwärtsbewegung, moderne. And I think with time, in many places that I visited, we have held on to the past as the only way to do ministry. Und so im Laufe der Zeit, muss ich sagen, sind wir so ein bisschen, wir halten so an dem fest, an der Vergangenheit, und sind nicht mehr so vorwärts. Okay. That would be it. Ja, vielen Dank. Sind beides Dinge, mit denen wir auch gut was anfangen können. Ja, ganz herzlichen Dank, und nun Gottes Segen für deinen Vortrag und fürs Übersetzen. Vielen Dank. Well, this might be a slightly different message than what you're used to on a Sunday. Also es wird jetzt vermutlich etwas anders sein, als was ihr sonntags gewohnt seid. And I don't want to
in America we say throw somebody under the bus. Does that make sense? Ich möchte jetzt nicht, dass einer sich hier irgendwie, ich sage jetzt mal, vom Bus überfahren fühlt In Mexico, oder auf der Strecke gelassen. Ich kenne die Redewendung nicht. in Mexico we say we don't want to make somebody look bad. In Mexiko würden wir sagen, wir wollen nicht, dass jemand schlecht aussieht. Also ihr versteht. But my brother asked me to tell the story of my International Brethren Church biography. Aber mein Bruder, also Lothar, hat mich gebeten, meine Biografie, meine Geschichte über die internationale Brüdergemeinde euch zu sagen. So there will be a couple of maybe one biblical idea, but the rest is story. Also es wird so ein biblischer Gedanke sein, der Rest ist mehr Geschichte. So I grew up in a small Brethren church in the city of Tehuacan in Mexico. Ich bin in einer kleinen Brüdergemeinde aufgewachsen in Tehuacan in Mexiko. And it's way south at the bottom of the country. Und es ist ganz, ganz unten im Süden des Landes. It was the same city where one of the first Brethren missionaries to come to Mexico arrived. Es ist die Stadt, wo der allererste Missionar der Brüdergemeinden überhaupt ankam. His name was Eglon Harris, and he came from England in 1891. Sein Name war Eglon Harris und er kam aus England im Jahr 1891. My town rejected him lodging. Meine Stadt hat ihm verwehrt, dort unterzukommen, dort zu wohnen. They persecuted him. They tried to kill him. Sie haben ihn verfolgt, sie haben versucht, ihn umzubringen. One night, people came with a gun, and he had to run away to the mountains to save his life. Und einen Abend kamen Menschen mit einer Waffe und er musste in die nahegelegenen Berge flüchten. Within 2 or 3 months after arriving, he had to bury his wife. Und nur 2 oder 3 Monate, nachdem er überhaupt angekommen war, musste er seine Frau dort schon beerdigen. She died of typhoid fever. Sie starb an Typhus. And so, somewhat in shock of all the difficulties, he moved to a different city that was more hospitable. Und mit all diesem Schock hat er sich dann dazu, oder unter diesem Schock hat er sich dazu entschlossen, in eine andere Stadt zu ziehen, die etwas gastfreundlicher war. And with the help of a printing press, an old printing press, he began an evangelistic flyer, a monthly flyer that continues printed today 130 years later. Und mit Hilfe einer alten Druckerpresse hat er begonnen, evangelistische Flyer, Traktate zu drucken. Die wurden regelmäßig herausgegeben und so heute, noch 130 Jahre später, werden dort Traktate gedruckt. Those were years of much persecution by Roman Catholics, but because of the faithfulness of these early missionaries, there are hundreds of churches there now today. Also es waren Jahre, wo sie verfolgt wurden von römisch-katholischen Menschen, aber über diese Jahre hinweg und durch die Treue, die diese Vorreiter, diese Pioniere hatten, gibt es dort Hunderte von Gemeinden. So now let me talk about my parents a little bit. Jetzt würde ich gerne ein bisschen von meinen Eltern erzählen. Yeah, my father's parents were Mexicans who decided to go to the other side. Meine Großeltern väterlicherseits, also die Eltern meines Vaters, waren Mexikaner und sie entschieden sich dazu, auf die andere Seite zu gehen. And that's what Mexicans called emigrating to North America, to the United States. Und so nennen Mexikaner es, wenn sie in die USA emigrieren. They were mildly religious, but they raised my father, their son, as a good Roman Catholic little boy. Sie waren gemäßigt religiös, aber sie erzogen ihren Sohn, meinen Vater, als einen guten römisch-katholischen Jungen. In the 1930s in the United States, people were not friendly to people of color. Und in den 1930er Jahren waren Menschen in den USA den People of Color oder Menschen mit einer anderen Hautfarbe als weiß nicht sehr freundlich gesonnen. My father and his family were brown. Und mein Vater und seine Familie waren eben mit brauner Hautfarbe. But some Pentecostal neighbors invited my dad to Sunday school. Aber einige Nachbarn, die waren in der Pfingstgemeinde und sie luden meinen Vater zur Gemeinde ein, zur Sonntagsschule. And he doesn't remember much of what they taught. Und er weiß nicht mehr viel von dem, was sie unterrichtet haben.
But he loved the music, and so he came every Sunday. Aber er liebte die Musik und so ging er jeden Sonntag hin. As a teenager, he heard the gospel at a mission, at a youth mission. Und als er Teenager war, da hörte er das Evangelium bei Jugendabenden. And he gave his life to Christ. Und er übergab dem Herrn Jesus Christus sein Leben. My grandparents were so angry at him that they expelled them from the house. Und meine Großeltern waren so zornig auf ihn, dass sie ihn des Hauses verwiesen, ihn rausgeworfen haben. In Mexico, if you abandon your religion, you're abandoning your family. Und in Mexiko ist es so, wenn du deiner Religion absagst und die verlässt, dann verlässt du auch deine Familie. And this is where the brethren come into the story. Und hier kommen die Brüder in die Geschichte. Because his friends at school were brethren, and they heard about this, and they invited him to his house, to their house. Er hatte Freunde in der Schule, die waren aus der Brüdergemeinde und sie luden ihn zu sich nach Hause ein. They welcomed them to their home and to their family. Und sie hießen ihn zu Hause und auch in der Familie willkommen. To this day, we have a family relationship with that family that welcomed my father. Und bis heute sind unsere Familien noch sehr eng verbunden mit dieser Familie, die meinen Vater so willkommen geheißen hat. My father and my mother met at a brethren summer camp. Mein Vater und meine Mutter lernten sich bei einem Sommerzeltlager der Brüdergemeinden kennen. She had grown up in an Indian reservation where my grandfather was working. Sie ist in einem Indianerreservat aufgewachsen, wo mein Großvater mütterlicherseits gearbeitet hat. He was a veteran of the First World War and was teaching in this Indian reservation. Er war ein Veteran des Ersten Weltkriegs und unterrichtete dort in diesem Indianerreservat. Sometime before my father and my mother married, they began feeling that God was calling them to be missionaries. Eine ganze Zeit, bevor meine Eltern heirateten, haben sie gemerkt, dass Gott sie in die Mission ruft. And they attended Emmaus Bible School. Und so gingen sie zur Emmaus Bible School. During those days, William McDonald was the president of the school. Und in dieser Zeit war William McDonald Präsident dieser Schule. And during those days, Jim Elliot and the 5 Ecuador martyrs died. Und es war auch die Zeit, wo Jim Elliot und die Märtyrer in Ecuador gestorben sind. So those were days of a lot of missionary zeal in all-night prayer meetings at Emmaus. Also das war die Zeit, wo sehr viel missionarischer Eifer stattfand, wo viele Gebete auch dort im Emmaus Bible School abends abgehalten wurden. After my parents got married and got some ministry experience, they were sent by a brethren church to Mexico. Und nachdem meine Eltern geheiratet hatten und noch ein bisschen Missionserfahrung gesammelt hatten, wurden sie nach Mexiko geschickt. They were coming to serve as missionaries. Um dort als Missionare zu dienen. Sie wurden von der Brüdergemeinde geschickt. My father already spoke perfect Spanish, and my mother learned it very quickly. Mein Vater sprach ja schon perfekt Spanisch und meine Mutter hat es auch ganz schnell gelernt. And they were tremendous children workers. Und sie waren wunderbare Kindermitarbeiter. They started a Monday afternoon club they called the Happy Hour. Und sie haben für montags nachmittags einen Club, eine Gruppe eröffnet und sie nannten es Happy Hour, also die fröhliche Stunde. My mother played the accordion and children loved to sing. Meine Mutter spielte das Akkordeon und die Kinder liebten es mitzusingen. And my father had a ventriloquist doll, and he engaged the children. Und mein Vater hatte so eine Handpuppe und hat die Kinder also voll mit einbezogen. Well, they preached the gospel and children started getting saved. Und so haben sie das Evangelium verkündet und Kinder kamen zum Glauben, sie wurden gerettet. And when the parents started seeing their children's dramatic changes, they said, we want happy hour for adults too. Und als die Eltern diese Veränderung in den Kindern sahen, haben sie gesagt, Mensch, wir wollen auch so eine Happy Hour haben für Erwachsene. And so then adults started to get saved. Und dann kamen erwachsene Menschen zum Glauben. And as they read their Bibles, they would say to my father, it says here that those who believed were baptized. We want to get baptized. Und dann fingen sie an, in der Bibel zu lesen und dann haben sie zu meinem Vater gesagt, hier steht doch, die zum Glauben kamen, wurden getauft. Das wollen wir auch, wir wollen getauft werden. It says here that those who were baptized, they broke
They broke bread and they met weekly for fellowship and teaching. We want to do that. Und dann steht hier, die getauft waren und zum Glauben gekommen waren, haben das Brot gebrochen. Sie haben sich wöchentlich getroffen und das wollen wir auch. And so a church began from working with children. Und so entstand eine Gemeinde durch die Arbeit unter Kindern. And I grew up seeing this. I grew up seeing the power of God transforming the lives of people. Und so wuchs ich auf. Ich sah, wie die Kraft Gottes das Leben der Menschen verändert. The Christians like me in the school were a tiny, tiny minority. Und die Christen bei uns in der Schule, das war eine winzig kleine Minderheit. But our church helped us, children, to see that that was not a problem, it was an opportunity. Und unsere Gemeinde zeigte uns, das ist kein Problem, das ist eine Möglichkeit. So I loved sharing my faith whenever my fellow classmates would ask, "You guys worship the devil in your church, right?" Und so mochte ich es, meinen Glauben zu bekennen, wann immer meine Klassenkameraden mich fragten, bei euch in der Gemeinde wird Satan angebetet, oder? You guys don't believe in the Virgin Mary, do you? Und ihr glaubt auch nicht an die Jungfrau Maria, oder? We were the heretics of the school. Wir waren also die Heretics hier? Sektierer, danke. Okay. Wir waren die Sektierer in der Schule. And so, but I love to share the faith and pass out evangelistic tracts. Und so liebte ich es, den Glauben zu bekennen und evangelistische Traktate weiterzugeben. Our assembly there loved to pray for the persecuted church. Und unsere Versammlung dort liebte es, für die verfolgte Gemeinde zu beten. I remember reading biographies of great missionaries. Und ich erinnere mich gern daran, dass ich Biografien von großen Missionaren gelesen habe. And I wondered if someday God might use me. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob Gott mich eines Tages gebrauchen könnte. When the time came to go to college, I decided to go to my parents' school. Und als die Zeit fürs College kam, habe ich mich dazu entschieden, dorthin zu gehen, wo meine Eltern schon waren. So I went to Emmaus Bible School for what I thought would be 1 year. Und so ging ich zur Emmaus Bible School, dachte erst mal für ein Jahr. 1 year turned into 4 years and a degree and a commitment to serve the Lord as a missionary and a wife. Und aus dem einen Jahr wurden 4. Und ich hatte einen Abschluss und der feste Entschluss, Gott in der Mission zu dienen. Und ich hatte eine Frau. And so my wife and I got married after finishing Emmaus. Und so, nachdem wir die Schule abgeschlossen hatten, haben wir geheiratet. She got a degree in nursing. Und sie hatte einen Abschluss als Krankenschwester. And we were just waiting for the Lord to send us to the mission field. Und so warteten wir darauf, dass der Herr uns aufs Missionsfeld schickt. But we lived in the United States for a few years. Wir lebten einige Jahre in den Vereinigten Staaten. And we got involved in outreach to Hispanics in different cities. Und so waren wir engagiert in der Missionsarbeit mit Hispanics, also mit Menschen mit spanischem Hintergrund oder spanisch sprechendem Hintergrund. I got some further theological education and we also adopted a baby girl. Und ich hatte weitere theologische Ausbildung und Schulungen und wir haben ein kleines Mädchen adoptiert. We only have one child. It's that baby girl, and she's given us 3 grandchildren. Wir haben nur ein Kind, das ist dieses Mädchen, was wir als Baby adoptiert haben, und sie hat uns schon 3 Enkelkinder geschenkt. Oh yeah, and we have a son-in-law. Ja, und einen Schwiegersohn haben wir auch. In 1999 was the year that we went to Mexico to start church planting. Im Jahr 1999 gingen wir nach Mexiko, um dort Gemeindegründung zu beginnen. We picked an area of the country where the gospel had not taken root. Und wir haben uns den Teil des Landes ausgesucht, wo das Evangelium noch keine Wurzeln gefasst hatte. And we loved the work. We loved the evangelism, the discipleship, the training leaders. Und wir liebten die Arbeit, das Evangelisieren, die Jüngerschaft, also Menschen oder Leiter zu schaffen, zu fördern. We started a Bible school for all the assemblies that were in our area. Und wir begannen eine Bibelschule für alle Versammlungen in unserer Gegend. And we just thought that this was going to be our life for the rest of our lives. Und wir dachten, so sieht unser Leben für den Rest des Lebens aus. But 1 year the Lord surprised us and He redirected us to go back to Emmaus to teach missions.
Und ein Jahr, da hat uns Gott überrascht und er hat unseren Weg zurück nach Emmaus geführt, um dort zu unterrichten an der Bibelschule. Our professor of missions, my wife and my professor of missions, had a huge impact on us. Der Professor meiner Frau und mir für Missiologie hat einen großen Einfluss auf unser Leben. And so, we were excited at the opportunity. Und ja, so waren wir sehr begeistert von dieser Möglichkeit, die sich uns bot. So I should say that, so in Mexico we have this saying. This is not in the notes. More not in the notes. Schon mehr nicht drin. Also in Mexiko gibt es ein Sprichwort. Wir gucken mal, ob das sich übersetzen lässt. When we say it's 10 in the morning, we say 10 a.m. Also wenn es um 10 Uhr morgens geht, sagt man, ja auch in den USA, 10 a.m. And 5 in the afternoon is 5 p.m. Und dann am Nachmittag, dann kommt dieses PM hinten dran. But for us in Mexico, p.m. stands for something else. Aber in Mexiko steht PM, also das für ab 12 Uhr mittags, für etwas anderes, also die Abkürzung PM. It's a joke, but it means puntualidad mexicana, Mexican punctuality. Ja, es ist ein Witz, aber man könnte es vielleicht auch ernst nehmen. Es bedeutet mexikanische Pünktlichkeit. And so Mexican punctuality means you can be 30 minutes late and you're still on time. Also mexikanische Pünktlichkeit bedeutet, du kannst 30 Minuten zu spät kommen, du bist immer noch rechtzeitig da. The meeting starts at 8, but if you arrive at 8:25, it's okay. Also wenn es um 8 Uhr anfängt und du kommst 8:25 Uhr, ist voll okay. So, but they also have something for AM, and it's puntualidad americana. Und für die Abkürzung AM, also für morgens, gibt es auch eine Übertragung, nennt sich dann amerikanische Pünktlichkeit. And so puntualidad, that means that 10 minutes late is all you have. Und das bedeutet, dass 10 Minuten über der Zeit das Maximum ist. And so when we would say we were going to have a conference and we need everyone to arrive at 3 p.m. Und wenn wir also sagen, wir wollen eine Konferenz haben und alle müssen um 3 p.m., also 3 nachmittags da sein, they would ask Mexican punctuality or American punctuality. und dann fragen sie natürlich mexikanische Pünktlichkeit oder amerikanische Pünktlichkeit. But if they said or German punctuality, Aber was wäre, wenn sie sagen würden, deutsche Pünktlichkeit vielleicht? then we all knew that meant right on the hour, few Dann- minutes early. Dann wissen wir, es ist Punkt um so viel Uhr oder besser noch einige Minuten früher. Well, I think it made us all think that that Germans were very strict and, very serious people. So haben wir also gedacht, dass Deutsche wirklich so ganz strikt, eng, sehr ernsthafte Menschen sind. And I'm very happy to say that I'll be able to go back home after this trip and say, Germans are very nice. Und ich bin sehr froh, dass ich, wenn ich zurückkomme von meiner Reise, sagen kann, die Deutschen sind eigentlich sehr nett. They're punctual, but they're nice. Sie sind pünktlich, aber nett. And my wife and I moved back to the college to teach. Also so zogen meine Frau und ich zurück zum College, um dort zu unterrichten. But I was concerned. I didn't really know much about the history of missions worldwide. Aber ich machte mir irgendwie Sorgen. Ich wusste nicht viel über die Geschichte der Mission weltweit. And so our old professor said, Joel, come over here. Und so sagt unser alter Professor Joel, komm mal her. If you are going to teach missions, you have to learn about missions. Wenn du Missiologie unterrichten willst, dann musst du das lernen. And the best way to learn about missions is to visit missionaries. Und um Missiologie zu lernen, machst du das, indem du Missionare besuchst. And the best place to find missionaries is at missionary conferences. Und der beste Ort, um Missionare kennenzulernen, ist bei Missionskonferenzen. So he said, I'm going to take you to an international brethren missions conference. Und dann hat er gesagt, ich nehme dich mit zu einer internationalen Brüder-Missionskonferenz. And so he brought me to Germany, to Wiedenest. Und so brachte er mich nach Deutschland, nach Wiedenest. In 2007, there were about 300 missionaries gathered there. In 2007 trafen sich dort ungefähr 300 Missionare. It would have been a wonderful time for me, except for a small little problem.
Es wäre eigentlich so eine schöne Zeit für mich gewesen, aber ich hatte da so ein kleines Problem. Something was wrong. Irgendwas stimmte nicht. Something inside of me was wrong. Irgendwas in mir stimmte nicht. I could tell that I was afraid. Und ich merkte, ich hatte Angst. This was my first really international travel. Das war meine erste internationale Reise. And I didn't know why I was afraid, but as I look back, all of my interactions with missionaries were guarded. Ich weiß nicht genau, warum ich Angst hatte, aber so im Rückblick muss ich sagen, dass alle meine Unterhaltung, meine Interaktion mit den Missionaren irgendwie verhalten waren. I see now that I was afraid of brothers who were different. Und ich weiß jetzt, dass ich Angst hatte vor Brüdern, die anders sein könnten. I had heard that not all brothers are the same everywhere in the world. Ich hatte gehört, dass die Brüder nicht überall gleich sind auf der Welt. And I had grown up being taught that our narrow path was the only way. Und ich war aufgewachsen und habe gehört, dass unser schmaler Weg, den wir so gehen, das einzig Richtige ist. And that anyone who was different than that little path should be regarded with suspicion. Und wenn Geschwister irgendwie anders waren als auf diesem schmalen Weg unterwegs, dann musste man vorsichtig sein, ein bisschen skeptisch. And so I was guarded. Und so war ich eben zurückhaltend. The second thing that I realized is I was afraid of organization. Die zweite Sache, die ich bemerkte, war, ich hatte Angst vor Organisation. It took me a few years to understand this. Und es hat ein paar Jahre gebraucht, damit ich das besser verstehen konnte. One day I was reading an article by a famous missiologist named Samuel Escobar. Eines Tages las ich einen Artikel von einem famous missionary, Missiologist. Von einem Missiologie, Missiologen. Das heißt Samuel Escobar. And it was his story of how he came to Christ. Und es war die Geschichte darüber, wie er den Weg zu Jesus Christus gefunden hatte. And as I read, I was shocked. Und als ich das las, war ich schockiert. He says, "From the Plymouth Brethren, I learned a lot about lay leadership and a love for scriptures." Und er sagt, von den Plymouth-Brüdern habe ich sehr viel über die Führung durch Laien gelernt und die Liebe zum Wort. But I could not share their fear of organization. Aber ihre Angst vor Organisation konnte ich nicht teilen, nicht nachempfinden. I didn't understand that, and it bothered me for many months. Und ich konnte es nicht verstehen, es hat mich monatelang beschäftigt. One of the principles that has left a deep impact in the brethren worldwide has been the priesthood of all believers. Eins der Prinzipien, das einen tiefen Einfluss auf die Brüder weltweit genommen hat, ist das Priestertum eines jeden Gläubigen. We have insisted that the status and the ministry contribution of every believer should be elevated. Und wir bestehen darauf, dass der Stand oder der Status und auch der Beitrag im Dienst jedes Gläubigen aufgewertet sein sollte oder beachtet werden sollte. And that any differences in status between clergy and laity should be rejected. Und dass es keine Klassenunterschiede geben sollte zwischen Klerus, also Geistlichen, und Laien. Das sollte abgelehnt werden. And this is very biblical. Und das ist ja sehr biblisch. Jesus said, we're all brothers. Jesus hat gesagt, wir sind alle Brüder You have one Lord. und ihr habt einen Herrn. But this insistence has sometimes resulted in a culture where gifted leaders are minimized. Aber diese Forderung, dieses Beharren darauf hat sich irgendwie zu einer Kultur entwickelt, wo begnadete Leiter irgendwie klein gehalten werden. Sometimes we discourage actively leaders or reject them. Und manchmal entmutigen wir aktiv Leiter, solche, die diese Fähigkeiten haben, oder wir lehnen sie gar ab. And in some places, when you don't know what to do with a leader, you just send them off to the mission field. Und manchmal, wenn man nicht weiß, was man mit einem Leiter machen soll, dann schickt man ihn aufs Missionsfeld. I think we fear organization because it presupposes leadership. Entschuldigung, excuse me. We fear organization Ja. Wir haben Angst vor Organisation. because it means there should be leadership. Ja,
weil es bedeutet, wir brauchen auch eine Leiterschaft, eine Führung. And it's very difficult for leaders, gifted leaders, to survive in our movement Und es ist sehr schwierig für begnadete Leiter in unserer Bewegung zu überleben, because they face distrust and resistance in the process of using their gifts. weil sie Misstrauen und Widerstand erleben, wenn sie ihre Gaben einsetzen. Now, the problem wasn't that I'm a gifted leader. I am not. Also das Problem war nicht, dass ich ein begnadeter Leiter wäre, ich bin es nicht, But I was afraid of organization. aber ich hatte Angst vor Organisation. Who is this International Brethren Conference of Mission? Wer ist diese IBCM, diese internationale Brüderkonferenzmission? Who's in charge in this place? Wer hat da die Verantwortung? And are we going to all be pressured to conform to one style of brethren? Und müssen wir uns alle anpassen nach irgendwie bestimmten Standards, irgendwelchen Stilen? So another thing that I feared was what the people at home would say when they found out I went to this conference. Und eine andere Angst, die ich hatte, war, was würden die Geschwister zu Hause sagen, wenn sie davon hören, dass ich bei dieser Konferenz war? It's like that experience when Peter went to the house of Cornelius and the friends in Jerusalem said, "Where did you go? You went with the uncircumcised people and ate with them?" Es ist wie die Geschichte von Petrus, wo er zum Cornelius geht und nachher die Geschwister sagen, wo warst du? Du hast mit Unbeschnittenen Gemeinschaft gehabt, hast mit ihnen gegessen. But when I went back home and told them the story, no one cared. Und als ich zurückkam und habe ihnen von der Konferenz erzählt, war es ihnen egal. And honestly, the conference there at Videness was a very powerful experience for me. Und ehrlich gesagt, diese Konferenz dort in Wiedenest war wirklich eine sehr starke, eine kraftvolle Erfahrung für mich. Nobody expressed a desire to control. Keiner äußerte den Wunsch, irgendwie Kontrolle ausüben zu wollen. It was just an opportunity to get to know each other and to share with one another and pray for one another. Es war eine Möglichkeit, sich zusammenzufinden, einander kennenzulernen, Dinge auszutauschen, zusammen zu beten. And there was a great sense of joy as we lifted our voices in song to the Lord. Es war ein großes Gefühl der Freude, als wir zusammen unsere Stimmen erhoben und Lieder gesungen haben. The Hispanics were clapping Die Spanier, Hispanics klatschten and the Africans were dancing und die Afrikaner tanzten and the Americans were just und die Amerikaner standen nur so da, very controlled. sehr kontrolliert. And so I got to know brethren from Cuba and from Myanmar and from Chad, from many places. Und so lernte ich Brüder kennen aus Kuba, aus Myanmar und aus dem Tschad. I heard a message on Acts chapter 2 by a Kenyan brother that moved me deeply. Und ich hörte eine Predigt über Apostelgeschichte 2 von einem kenianischen Bruder, die hat mich sehr bewegt. I met a missionary from Colombia that told me the story of a whole network of brethren churches that are working together, that are interconnected. Und ich hörte von einem Missionar aus Kolumbien, erzählte mir von einem Netzwerk von Abhängigen oder von Gemeinden, die sich zusammengetan haben und sehr aufstrebende Gemeinden. I met a brother from Uganda who told me that he was evangelizing and discipling thousands of young people, but didn't have enough money to feed his family. Ein Bruder aus Uganda erzählte mir, dass er große Mengen von jungen Menschen evangelisierte, aber er hatte nicht die Mittel dafür. I saw unity and I saw joy. Und ich sah Einheit und ich sah Freude. And it made me weep. Und es brachte mich zum Weinen. I wept for joy, the joy that I was experiencing. Ich weinte vor Freude, diese Freude, die ich dort erlebte. And I wept in repentance for the judgmental spirit that I had. Und ich weinte auch, weil vor Reue, weil ich so eine urteilende Einstellung gehabt hatte. A spirit that kept me from embracing brothers and sisters across the world. Einen urteilenden Geist, der mich davon abgehalten hat, Menschen aus der ganzen Welt einfach so anzunehmen und zu umarmen, wie sie sind. I remember feeling I am not alone. Und ich weiß noch, ich erinnere mich daran, dass ich gefühlt habe, ich bin nicht alleine. You probably know the verse in the Bible, Acts chapter 1 verse 8. Ihr kennt wahrscheinlich alle den Vers aus der Bibel, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Where the last words of Christ to his disciples before he returns to heaven. Wo der Herr die letzten Worte an seine Jünger richtet, bevor er in den Himmel And he says,
aufsteigt. He says, "You will be my disciples." Und er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. And it's a fascinating phrase. Und das ist ein faszinierender Satz. He didn't say each of you individually are going to be my witnesses, Und er sagt nicht, jeder von euch alleine wird mein Zeuge sein, but you plural are my witnesses. sondern ihr alle. Im Englischen ist you für Einzahl und Mehrzahl. Also ihr alle werdet meine Zeugen sein. Witness for Christ is something we do together. Und Zeugen für den Herrn Jesus zu sein, ist etwas, was wir gemeinsam tun. We should not do it alone. Und wir sollten es nicht alleine tun. And the Lord has given us gifts in the body so that we can witness together His power. Und Gott hat uns Gaben gegeben im Leib, dass wir zusammen Zeugen sein können. The history of the brethren includes about 200 years of amazing expansion led by pioneers. Die Geschichte der Brüder der letzten fast 200 Jahre beinhaltet eine bemerkenswerte Ausbreitung, die durch Vorreiter, durch Pioniere, wenn man will, angeführt wurde. But I think somewhere along the line we mistakenly believed that the gospel expands by people that go alone. Aber ich glaube, im Laufe der Zeit haben wir irgendwie gedacht, dass das Evangelium dass es vorangetragen wird von Menschen, die alleine gehen. No king sends one soldier to win a battle. Kein König schickt einen Soldaten los, um einen Krieg zu gewinnen. A whole army goes together. Eine ganze Armee geht zusammen. And so we are witnesses. Und so sind wir Zeugen. So as I left Germany back in 2007, God began doing something new in me. Und als ich dann 2007 von Deutschland zurückkam, dann begann Gott etwas Neues in mir zu wirken. 4 years later, the IBCM met in Strasbourg. 4 Jahre später traf sich die IBCM-Konferenz in Straßburg. And they invited everyone who's there to meet by languages. Und dort gab es die Möglichkeit, dass alle Teilnehmer sich in Sprachen zusammenfinden können, welche Sprache sie sprechen. And so there were 40 or 50 of us who spoke Spanish. Und so waren wir etwa 40 oder 50 Menschen dort, die Spanisch sprachen. And we met in a room and we introduced ourselves. Und so trafen wir uns in einem Raum, wir haben uns gegenseitig vorgestellt. And somebody said, "Why have we never done an international conference in Spanish?" Und dann sagte einer, warum hatten wir noch nie eine internationale Konferenz in Spanisch? And that afternoon, we all looked around and 4 people got selected. Und dann haben wir uns an dem Nachmittag umgeschaut und so wurden 4 Menschen ausgewählt. So it's one from Argentina, Peru, Spain, and the US. Also einer aus Argentinien, aus Peru, aus Spanien und USA. And our job was, in 2 years, we want a Hispanic IBCM conference. Und so war es unsere Aufgabe. In 2 Jahren wollen wir die Hispanic IBCM-Konferenz. And so amazing things began to happen. We did have that first conference in Buenos Aires in Argentina. Und so begannen wirklich unglaubliche Dinge, entwickelten sich und wir hatten diese erste Konferenz in Buenos Aires in Argentinien. And the amazing thing at that conference is that the people there said, "We've always thought of ourselves as the mission field." Und was erstaunlich war, die Menschen dort sagten, wir haben immer gedacht, wir sind das Missionsfeld. We feel like God should keep sending us missionaries to Latin America. Und wir haben immer gedacht, Gott müsste uns doch Missionare nach Lateinamerika schicken. The Great Commission is for us too. Und dieser Missionsbefehl gilt doch auch für uns. We should be sending missionaries to the rest of the world. Wir sollten Missionare in die Welt schicken, genauso. And we celebrated that by sending a missionary to China Und das haben wir gefeiert, indem wir einen Missionar nach China geschickt haben. from Colombia. He's still there. Aus Kolumbien und er ist immer noch da. Whoops, don't post this on the internet. Oh. So a Peruvian brother was suddenly being invited to speak in Argentina. Und ein peruanischer Bruder wurde gebeten, in Argentinien zu sprechen. Suddenly we were collaborating because we were acquainted. Und dann fingen wir an, zusammenzuarbeiten, weil wir uns kannten. We were praying for one another. We were sharing joys and burdens. Wir beteten füreinander, wir teilten Freud und Leid. Through WhatsApp, when somebody's family member got sick, we all prayed for them. So zum Beispiel über WhatsApp, wenn ein Familienmitglied von irgendjemand krank wurde, haben wir es reingeschrieben und so konnten wir alle dafür beten.
older mission agencies started helping younger countries start their own mission organization. Ältere Missionsgesellschaften fingen an und haben younger what? Smaller? Younger mission organizations. Halfen kleineren, jüngeren, neueren Missionsgesellschaften, Organisationen, die Arbeit zu beginnen. We started a network called the Hispanic Brethren Training Network. Und so begannen wir ein Netzwerk, nennt sich das Hispanic Brüder Netzwerk. Because there were training schools and discipleship schools all over Latin America that needed help. Weil es Trainingsschulen, Jüngerschaftsschulen in ganz Lateinamerika gab, die Hilfe brauchten. And some of them needed solutions to become accredited in South America. Und manche brauchten Lösungen und Hilfe, um in Südamerika zugelassen zu werden. We've had 2 more of those gatherings in 2017 and 2022. Und wir hatten noch 2 solche Treffen in 2017 und 2022. We started a new magazine to connect us all together. Und so brachten wir ein Magazin heraus, starteten ein Magazin, um uns einfach auch miteinander zu verbinden, zu verknüpfen. And just 2 years ago, we began a Bible seminary in Spanish. Und vor 2 Jahren haben wir angefangen, ein Bibelseminar, eine Bibelschule in Spanisch zu beginnen. It's in person in Argentina, and it's online for every other country in Latin America. Anzubieten. Es ist eine Person in person in Argentina. In Argentinien. Es ist jemand in Argentinien und das ist alles online und geht in ganz Lateinamerika. Christ said, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Der Jesus Christus hat gesagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. And it seems to me that we are never going to experience the fullness of Christ in us unless we accept one another in Christ. Und ich glaube, dass wir nie die Fülle Christus in uns völlig erfassen können, wenn wir nicht einander akzeptieren, wie wir sind in Christus. And that might require us laying aside our brethren culture of suspicion. Und das wird vielleicht bedeuten, dass wir unsere Brüderkultur des Misstrauens zur Seite legen. And I say it as someone who deeply loves the Brethren movement. Und das sage ich als jemand, der die Brüderbewegung wirklich von Herzen liebt. So for the last 15 years, I was able to teach at Emmaus Bible College. Also während der letzten 15 Jahre konnte ich in Emmaus Bible College unterrichten. And encourage young people to go to the mission field. Und junge Menschen ermutigen, aufs Missionsfeld zu gehen. And one day, our only daughter and her husband said to me, we cannot stand the cold in this part of the United States. Eines Tages sagten unsere einzige Tochter und ihr Mann zu uns, wir können diese Kälte hier in der Gegend, wo wir sind, in den USA, nicht mehr ertragen. I told Lothar earlier today that it's so cold that some days you're advised not to step out of your house. Also dort ist es oft so kalt, dass man manchmal den Rat erhält, nicht das Haus zu verlassen. And they'll tell you how many minutes of exposure to the air you have before bad things start happening to your skin. Und sie sagen euch auch, wie viele Minuten ihr draußen sein könnt, bevor schlimme Dinge mit eurer Haut zum Beispiel passieren durch die Kälte. So my son-in-law says we are leaving the north and we're going to the south. Und so sagte mein Schwiegersohn, wir verlassen den Norden der USA und gehen in den Süden. And we want you to come with us. Und wir möchten, dass ihr mit uns kommt. I couldn't believe that my white American son-in-law was inviting me to live in the same house with them. Und ich konnte es nicht glauben, dass mein weißer Schwiegersohn mich einlud, mit ihnen zusammen in einem Haus zu wohnen. Because that's a Mexican's father's dream. Weil das ist eigentlich der Traum eines mexikanischen Vaters. I said, are you sure you want to live with your mother-in-law? Und ich habe gesagt, seid ihr sicher, dass ihr mit eurer Schwiegermutter leben oder dass du mit deiner Schwiegermutter leben willst? And I asked because that's a Mexican son-in-law's nightmare. Und ich fragte deswegen nach der Schwiegermutter, weil das eigentlich der Albtraum eines mexikanischen Schwiegersohns ist. And so we live with our daughter and our grandchildren.
Und so leben wir jetzt zusammen mit unserer Tochter und unseren Enkeln. We moved to South Carolina 1 year ago, and it's wonderful to help our grandchildren grow. Wir sind vor circa einem Jahr nach South Carolina gezogen. Es ist wunderbar, dabei zu sein, wie unsere Enkelkinder aufwachsen. I still teach at Emmaus, but it's only online and it's not full time. Ich unterrichte immer noch für Emmaus, aber es ist nicht Vollzeit und es ist online. Instead, God has opened the door for us to serve with 2 ministries. Stattdessen hat Gott aber Türen geöffnet, dass wir in 2 anderen Missionswerken dienen. And their names are Opal and Christian Missions in Many Lands. Und die Namen sind Opal und CMML, also christliche Missionen in vielen Ländern. Both ministries send resources to the mission field. Und beide Missionswerke schicken Mittel und Ressourcen aufs Missionsfeld. Opal sends books and CMML sends people. Opal schickt Bücher und Literatur und CMML schickt Menschen. So I work from the house on the computer every day of the week. Und so arbeite ich von zu Hause am Computer jeden Tag in der Woche. Monday, Wednesday and Friday I have my CMML hat. Und montags, mittwochs und freitags habe ich meine CMML-Kappe auf. And Tuesday, Thursday I have my Opal hat. Und dann dienstags und donnerstags die andere von Opal. Today we are involved, my wife and I are connected with a small brethren church in South Carolina. Heute sind meine Frau und ich verbunden oder Mitglieder in einer kleinen Brüdergemeinde in South Carolina. And I've begun to do a lot more travel around the US and around the world. Und ich habe aber angefangen, viel mehr zu reisen in den USA und auf der ganzen Welt. And as I travel, I see that the brethren have much in common everywhere. Und wenn ich so unterwegs bin, dann sehe ich, dass die Brüder sehr viele Gemeinsamkeiten haben überall. You will enjoy the list of characteristics that I'll Und share ich with glaube, you. euch werden die Charaktermerkmale, die Punkte gefallen, die ich jetzt aufführe. We still love the old hymns Wir mögen immer noch die alten geistlichen Lieder, everywhere. überall. We invest heavily in missions causes. Wir investieren sehr in Missionsarbeit. We care deeply about the Bible and especially about the return of the Lord. Die Bibel ist uns sehr wichtig und auch die Wiederkunft des Herrn. I think everyone realizes we have amazing heritage. Und ich glaube, wir sind uns alle dessen bewusst, dass wir eine erstaunliche Geschichte, ein erstaunliches Erbe haben. Everywhere we're a little bit cautious about organization. Und überall sind wir ein bisschen vorsichtig, wenn es um Organisation geht. And we struggle to keep our youth. Wir haben Schwierigkeiten, die jungen Leute bei der Stange zu halten. Our people are so well trained in the Bible that they actually become pastors and ministers of other denominations. Unsere Leute sind so gut ausgebildet in der Bibel, in der biblischen Lehre, dass sie weggehen und Pastoren und Prediger und Missionare werden. We still fight and divide over non-essential matters. Wir streiten immer noch und oft gibt es Teilung über wirklich unwesentliche Dinge. We have a passion for ministry, but as I said earlier, sometimes we feel like yesterday's methods are still the ones we should cling to. Wir haben wirklich eine Leidenschaft für den Dienst und für die Arbeit, aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, manchmal denken wir, dass die Methoden von gestern immer noch die sind, die heute wirksam sind und an denen wir festhalten sollten. And almost everywhere in the world where you go and meet the brethren, we all have trouble with one question. Und fast überall auf der Welt, wenn man Brüdergemeinden trifft, haben wir Probleme mit einer Frage. When people ask us, so what denomination are you? Wenn die Leute uns fragen, also zu welcher Denomination gehörst du denn jetzt? We're like, we're not Pentecostal, we're not Baptist, something about England, it's hard to explain. Wir sind keine Pfingstler, wir sind keine Baptisten, wir sind so irgendwie, ja, es ist schwer zu erklären. A few thoughts about missions. Ein paar Gedanken zu Mission. If you haven't sent a missionary from your church, I highly recommend it. Wenn ihr noch keine Missionare ausgesandt habt aus dieser Gemeinde, dann kann ich es euch nur wärmstens empfehlen. Sending a missionary infuses new blood into the church. Einen Missionar auszusenden, bringt neues Blut
in die Gemeinde It's- sozusagen. It sounds counterintuitive. It sounds like you're taking the best of the church and sending them away. Klingt ein bisschen widersprüchlich. Man nimmt eigentlich das Beste aus der Gemeinde und schickt es weg. I'm sure that the church in Antioch felt a deep hole when they sent Paul and Barnabas away. Ich kann mir vorstellen, dass die Gemeinde in Antiochien eine Leere gespürt hat, als sie Paulus und Barnabas weggeschickt haben. But for those of you who have been parents who have sent your children away from the home, Aber die von euch, die Eltern sind und vielleicht die Kinder weg haben gehen lassen, you know that sometimes you gain much more than you ever lost. dann wisst ihr, dass manchmal bekommt ihr mehr zurück, als ihr jemals verloren habt. And so sending a missionary helps your church understand what God is doing around the world. Und so, wenn ihr einen Missionar aussendet, dann versteht ihr viel mehr von dem, was Gott in der Welt tut. And gives you insight into the struggles of missionaries and allows you to collaborate in the gospel. Und ihr bekommt einen Einblick in die Arbeit der Missionare und ihr habt die Möglichkeit, zusammenzustehen, zusammenzuarbeiten im Kampf. I don't know if you've noticed, but sometimes missionaries come back and tell stories of fruit that they've had on the mission field. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, manchmal kommen ja diese Missionare zurück und erzählen tatsächlich von Frucht, die sie erlebt haben auf dem Missionsfeld. And you might ask yourself, why is it that all the good things happen over there, but here nothing is happening? Und dann fragt ihr euch, warum passieren diese tollen Dinge dort und hier tut sich gar nichts? It's not because the missionary is a better person or more godly. Es ist nicht so, dass der Missionar ein besserer Mensch ist oder vielleicht göttlicher, frommer. I think that sometimes they see fruit because they try many, many methods. Ich glaube, dass es oft so ist, dass sie Frucht sehen, weil sie viele, viele Methoden ausprobieren. When methods fail, they adjust them and keep trying. Wenn eine Methode fehlschlägt, dann passen sie an und versuchen es weiter auf eine andere Art und Weise. Missionaries also try very hard to engage the culture. Und Missionare geben sich wirklich Mühe dabei, in die Kultur mit reinzugehen und die anzunehmen. They learn the language and they try to learn how people think and believe. Sie lernen die Sprache und sie versuchen zu lernen und zu verstehen, wie die Menschen, was sie fühlen, was sie glauben. At home, we don't have that interest in how our neighbors think and we don't talk very much with them. Hier zu Hause sind wir nicht wirklich daran interessiert, was die Nachbarn denken und reden nicht so gerne. In America, we become irritated because immigrants and the next generations of young people are not like us. In Amerika sind wir irgendwie ein bisschen irritiert davon, dass Immigranten oder auch die nächste Generation nicht so denken wie wir. They say, hey, those immigrants are in America, let them learn English. Und dann sagen sie, Mensch, diese Immigranten sind in Amerika, lass sie Englisch lernen. Let's not try to translate the message of the gospel to them here. Let's send them to learn the language. Wir wollen gar nicht erst versuchen, die Predigt in ihre Sprache zu übersetzen. Lass sie gehen und erst mal Englisch lernen. But we don't stop and think that God brought these immigrants to our doorstep. Aber wir halten nicht inne und denken darüber nach, dass Gott diese Menschen uns quasi zu uns geschickt hat in unseren Ort. Missionaries spend a lot of time sowing the gospel seed. Missionare verbringen sehr viel Zeit damit, den Samen des Evangeliums auszuteilen. And they spend a lot of time intentionally developing relationships with people. Und sie verbringen sehr viel Zeit damit, bewusst Beziehungen aufzubauen und zu entwickeln mit Menschen. So just a final story, just to finish here our time. Eine Geschichte zum Abschluss. So immigration is the big topic in the U.S. Also Immigration, Zuwanderung ist das große Thema in den USA. People coming from Cuba and Venezuela and Africa, everywhere they're coming to the U.S. Also die Menschen kommen aus Kuba, aus Venezuela und von überall her in die USA. And in some brethren assemblies, they've said this is an opportunity. Und in manchen Brüdergemeinden haben sie gesagt, das ist eine Möglichkeit. And other people have just said, no, we don't understand them, they're strange, we don't trust them.
Und manchen haben sie gesagt, nein, wir verstehen sie nicht, die sind komisch und wir vertrauen ihnen auch nicht. But I think of all the things that have happened in my family life. Aber wenn ich an all die Dinge denke, die in meiner Familie, in meiner Familiengeschichte geschehen sind, My parents planted a church in Mexico. your parents. My parents. Meine Eltern haben eine Gemeinde in Mexiko gegründet. They raised their children in the fear of the Lord, and we went on to serve the Lord. Sie haben die Kinder erzogen in der Ehrfurcht des Herrn und wir sind auch heute, wir wollen dem Herrn dienen. I've encouraged hundreds of young people to become missionaries, Ich habe hunderte junger Menschen ermutigt, Missionare zu werden. and now I'm involved in organizations that are encouraging missionaries to collaborate and to communicate. Und jetzt bin ich hier engagiert in Gesellschaften, in Organisationen, die Missionare ermutigen, schulen und herausschicken wollen. And it all started with a young teenager showing kindness to my father. Und alles begann mit einem jungen Teenager, der meinem Vater Freundlichkeit entgegenbrachte. An immigrant who was brown. Ein Einwanderer, der braun war. And I think what potential lies in our friendship, in our witness to people who God brings to our doorstep. Und ich denke dann, was für ein Potenzial liegt in unserer Freundschaft, in unserer Beziehung mit Menschen, die Gott uns vor die Füße stellt. And so perhaps we could finish with these verses in Galatians 6, 9 and 10. Und wir schließen ab mit den Versen aus Galater 6, Verse 9 und 10. Could you just read Ja. them? Galater 6, Vers 9 und 10. Wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Amen. Thank you very much. Vielen, vielen Dank. Wir sind nicht verwurzelt in Tradition. Wir sind verwurzelt in unserem Herrn Jesus Christus, der der Höchste ist und uns identifiziert nicht, dass wir an Altem orientiert sind, uns identifiziert auch nicht, dass wir an Neuem orientiert sind, sondern uns identifiziert, dass unser Herr Jesus der Höchste ist, dass sein Name der Höchste ist. Ihn wollen wir auch am Ende dieses sehr zeugnisreichen und bewegenden Abend ehren. Nummer 459, Jesus höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr.
Lieber Herr Jesus Christus, so haben wir angefangen, in deinem Namen versammeln wir uns hier. Hab herzlich Dank. Und 2 oder 3 versammelt sind in deinem Namen, hast versprochen, mitten unter ihnen zu sein. Das hast du uns heute Abend auch erleben lassen. Vielen Dank für dieses Zeugnis dir zur Ehre. Und es ging um Menschen, deren Namen nicht auf den großen Leuchtreklamen dieser Welt geschrieben sind, sondern es ging um Menschen, die einfach liebevoll dein Zeugnis weitergegeben haben, einem anderen gegenüber, der einfach irgendwie benachteiligt war oder am Rande stand, und sie haben ihm diesen Jesus bezeugt, diesen höchsten Namen aller Namen, auf den wir schauen, den wir erwarten, der gesagt hat, dass er kommen wird, um aufzurichten ein Reich des Himmels und dieser Erde und das zusammenzufügen, was in Christus ist. Vielen Dank für dieses Heilsversprechen. Und wir wollen für uns selbst bitten, dass wir uns auch neu fokussieren, uns nicht ablenken zu lassen von manchen Kleinigkeiten, sondern uns zu fokussieren auf diesen Auftrag, den du auch uns gegeben hast, Zeugnis zu sein. In Manderbach oder in Flammersbach, in Oberrossbach oder in Bad Lasvo oder in den Orten, von denen wir kommen, und auch Zeugen zu sein für dich bis ans Ende der Erde. Herr, sende du erneut aus der Mitte unserer Gemeinden, damit dein Werk getan wird. Vielen Dank für diesen Abend. Amen. Und Platz. Ja, ich möchte euch alle herzlich einladen, morgen Abend wiederzukommen, dabei zu sein. Da haben wir das Thema überschrieben, meine Erfahrungen in meiner Leidenschaft für Jesus weltweit. Da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Das hat Geschmack genügend gemacht, was wir heute Abend hören durften. Ganz herzlichen Dank, Joel, für das, was du uns aus deinem Herzen und aus deinen Erfahrungen weitergegeben hast. Wir wollen aber auch ganz herzlich danken für die Übersetzung von Nettie, die hat das klasse gemacht, oder? Da gibt es einen dicken Applaus für. Das war richtig super, Nettie. Vielen, vielen Dank. Nicht so alle werden von IBCM, diesem internationalen Netzwerk der Brüdergemeinden, gehört haben. Hier bei uns in der Gemeinde, glaube ich, schon. 2003, als ich einen Besuch in Rumänien machte, in unserem Haus der Hoffnung bei Hans und Petra, fand nicht weit davon weg, in Sibiu in der Nähe die IBCM in Rumänien statt, 2003. Da durfte ich das erste Mal dabei sein. Mittlerweile dürfte ich 6 Mal dabei sein, und es gehört zu den wertvollsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben mit dem Herrn Jesus machen durfte, diesen Blick über den Tellerrand hinaus, Brüder und Schwestern kennenzulernen aus vielen Ländern dieser Erde. Manche sind ja dann auch in unserer Gemeinde hier gewesen, haben Dienste getan, wo wir auch sehr viel Segen durch empfangen haben. So auch dann die Bekanntschaft mit Joel, der mir 2019 in Rom in Italien besonders aufgefallen ist, und wir dann überlegt haben, ihn einzuladen, auch für diesen Kongress. Wer darüber ein bisschen mehr erfahren will, da hat man gerade eine Folie eingeblendet, das ist die Seite von ibcm.net, das ist die Homepage der internationalen Brüdergemeinden dieses Missionsnetzwerkes, ibcm.net. Da findet man viele aktuelle Dinge, auch Informationen und Videos von der letzten Konferenz jetzt im Juni in Malaysia. Auch 4 von unserer Gemeinde, wir dürften dabei sein. Wir werden am 3. Oktober abends hier in der Bibelstunde berichten von dem, was wir da so erlebt haben. Schon mal eine Einladung an die Geschwister, hier dabei zu sein. Und es ist richtig schön zu lesen, dass wir heute davon wissen, dass es etwa Brüdergemeinden gibt in 155 Nationen dieser Erde. Das ist jede Menge. Und hier gibt es, ist auch eingeblendet, so ein Buch, The Brethren Movement Worldwide. Das findet ihr auch auf dieser Seite ibcm.net unter der Rubrik Ressourcen.
Und das ist richtig schön, sich da mal durchzublättern, weil es da so kurze Länderreports gibt über das, was es über diese Länder und die Brüdergemeinden zu sagen gibt, wann die entstanden sind, was es da für Arbeiten gibt, für Bibelschulen, für Missionsarbeiten und so weiter. Also für den, der es interessiert und der mit der englischen Sprache ein bisschen zurechtkommt, der findet das und kann sich da richtig mitfreuen drüber. Ja, so viel für heute Abend. Wer noch Fragen hat, der darf natürlich auch gerne auf den Joel zukommen. Der hat gerne auch Zeit für euch. Und ansonsten allen noch gute Gespräche miteinander und dann auch eine gute Nacht und einen guten Weg nach Hause. Auf Wiedersehen.